So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es mal einen neuen Statusbericht. Ihr wisst ja, wir haben beim letzten Mal oder die letzten Male relativ intensiv das Thema Bergbau besprochen, wo wir mit dem Terraform-System jetzt den großen Berg auch fertiggestellt haben. Deswegen, das geht soweit vor sich hin, beziehungsweise ich habe jetzt auch keine Zeit mehr gefunden, da jetzt weiterzuarbeiten, aber ich glaube, das haben wir jetzt sehr intensiv durchgearbeitet und immer wenn ich mal wieder Lust habe, werde ich da weitermachen. Und deswegen soll es jetzt mal heute so ein bisschen um das Thema oder um die Altbauplatte gehen. Also Altbau ist eigentlich ein bisschen gemein, aber um die sozusagen Bestandsplatte, die eigentlich schon ziemlich fertig ist oder eigentlich fast fertig ist. Und ihr seht schon, wir haben ja hier immer noch diese freien Stellen, die von dem Gleisbau eben im Zusammenhang mit dem Neubauteil eben noch entstanden sind, weil wir die Gleise festgemacht haben und da uns eigentlich nicht mehr drum gekümmert haben. Genauso auch zum Beispiel links und rechts des Bahnsteigs, seht ihr auch, hier ist noch nicht mit Kies aufgefüllt und das wollte ich jetzt einfach mit euch heute mal machen. Und deswegen, da nehme ich euch mal ein Stückchen hier weiter mit. Da habe ich mich schon ein bisschen angefangen oder Sachen ausgelegt. Ihr wisst ja, ich nehme ja die Schotterbettung von Merkur, einfach weil ich mir da Arbeit ersparen möchte. Eine Anlage kostet sehr, sehr viel Zeit. Und die fertigen Bettungen, muss ich sagen, gefallen mir sehr, sehr gut und sind auch einfach in der Handhabung. Das ist der Vorteil. Auch ich mache die Gleise, nagel die ja nie fest oder schraube die nie fest, außer bei flexiblen Elementen, wie ich habe dann hinten eine S-Kurve zum Beispiel. Da habe ich dann wirklich mit Gleisnägeln die festgemacht. Sonst überhaupt nicht, um dann keinen Resonanzkörper zu haben oder keine Verbindung von den Schienen eben zur Anlagenplatte, respektive auch, um dann, die Anlage ist jetzt 5 Jahre alt, sagen wir mal so, aber die Anlage soll ja mehrere Jahre, Jahrzehnte halten. Da werden sich sicherlich mal auch die Gleise müssen mal ausgetauscht werden. Da kann man die sehr, sehr leicht auch austauschen, die Gleise. Das ist so ein bisschen alles so meine Philosophie. Macht jeder anders. Von dem her da überhaupt kein Thema. Aber das ist so, wie gesagt, meine Philosophie. Und da gibt es auch, da ist der Vorteil, so ein Krepppapier, sagen wir es mal so, wo schon so Schotter drauf gemacht worden ist. Das wird dann so angeliefert. Soll überhaupt keine Werbung sein, überhaupt nicht, bitte nicht falsch verstehen. Und das wollte ich jetzt mit euch mal ein bisschen zusammenschneiden. Mit dem Cutter werde ich das dann machen, dass man das dann zwischen reinlegen kann. Und gerade die so kleine Ecken, die dann noch übrig bleiben etc., da kann man dann mit so losen Schotter dann, das kann man auch ganz einfach kaufen, dann nochmal festkleben. Und zum Schluss, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen, weil es ist jetzt wirklich nur ganz braun und nur quasi Gleisschotter in der Hinsicht, dann gibt es dann noch, oder habe ich jetzt auch Gleisschotter noch von noch. Ihr seht, das sind auch dunklere Punkte, weil ich das immer absauge und natürlich immer hernehme. Kann ich dann dazwischen, so wie es auch, man sieht es vielleicht ein bisschen, hier überall zwischen den Schienen habe ich auch überall noch so weißen Schotter und dann überall mit Gras und Büschchen dazwischen gemacht, um das ein bisschen aufzulockern, weil es ja unser kleiner, ein bisschen größerer ländlicher Bahnhof ist. Von dem her, ich glaube, das sieht es ganz gut aus. Das ist ja keine Neubaustrecke etc. Deswegen glaube ich, sieht es ganz gut aus. Das Signal habe ich schon hier aus dem Loch rausgerupft. Das war auch nie angeschlossen, deswegen habe ich ihn mal direkt wieder rausgenommen. Auf der anderen Seite haben wir auch noch mal eins. Das ist sogar angeschlossen, das muss ich dann auch noch mal wegmachen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach langsam an und dann ist es eines der nächsten Statusberichte, wenn man dann sagt, hey komm, hat dann Lust, das da auch noch weiter fertig zu machen. Ich habe sogar noch einen Decoder extra für das Signal, beziehungsweise ich habe auch noch ein zweites Signal fürs andere Gleis, muss ja auch noch dann, das ist sogar noch eingepackt, also die Ausfahrsignale, deswegen, dass man die mal fertig macht und die auch in Rockrail einbindet. Ich glaube, das wäre auch noch ein ganz gutes Tutorial für euch. Also es gibt genug zu tun, aber jetzt erstmal genau Altbauplatte und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, wie wir das Ganze mal hier ein bisschen finalisieren, um da auch ein Stück wieder weiterzukommen. So, und jetzt gehen wir mal an die Foliage ran. Ich habe dann nicht nur mit dem Cutter einfach und ich versuche das jetzt mal sehr einfach hier zu machen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen angefangen mit dem Cutter quasi dann an, also legt es mir so drüber, dass ich dann hier am Bahndamm dann quasi dann den Schnitt mache. Das muss auch nicht hundertprozentig sein, weil das ist der Vorteil, man muss nachher den Übergang mit Kies links und rechts auffüllen, das habe ich bei dem anderen auch gemacht. Deswegen, da geht es gar nicht darum, jetzt dann mega super genau zu arbeiten, weil ich hier, ich sage auch ehrlich, ein bisschen vielleicht den Fehler gemacht habe. Das haben wir bei der Bergstrecke, kann ich euch daran erinnern, viel besser gemacht. Wir haben das dann drunter geklemmt. Also wir haben ja dann die einzelnen Seitenteile, diese Böschungsstreifen, die haben wir selber hingeklebt. Das heißt, wir haben erst sozusagen die
die Foliage drauf gemacht und obendrauf dann eben diese Bettungsstreifen, weil das ja Kurven waren, die man dementsprechend dann auch mit den fertigen, oder sagen wir mal so, das waren ja sozusagen diese doppelgleisigen Kurvenelemente und die hatten keine Böschungsstreifen, die haben wir extra nochmal nachträglich hingemacht, könnt ihr euch daran erinnern. Und wenn man die dann draufsetzt, dann hat man wirklich einen bündig geschlossenen Gleiskörper, sagen wir mal so. Das haben wir jetzt hier, weil wir es alles schon festgeklebt haben, eben nicht. Deswegen muss man dann nachhelfen eben mit dem losen Schotter. Das sieht nachher genauso gut aus, überhaupt kein Thema, ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Hinterher ist man immer schlauer, vielleicht fängt man das nächste Mal macht man es vielleicht dann auch dann im neuen Raum das Ganze machen, dann direkt fertig, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist der Vorteil beim Modelleisenbahn oder beim Modellbau. Vielmehr, man kann alles retuschieren, man kann alles machen und eigentlich nicht unbedingt ist immer alles als Fehler zu werten, sondern man weiß sich dann einfach zu helfen. Und dann gucke ich mal, dass ich natürlich dann nicht in den Dinger reinschneide. Ja, aber das sieht doch jetzt soweit erstmal ganz gut aus. Wie gesagt, hier ein paar Zwischenräume haben wir jetzt dann, so kleine, wie gesagt, lässt sich nicht vermeiden, aber überhaupt kein Thema. Ihr seht ja auch hier bei den Schienenstöße zum Beispiel, da muss man auch drüber schottern, weil das sieht dann nicht 100% super aus. Deswegen gibt viele Flickarbeiten, nur so kleine Flickarbeiten, die wir dann machen müssen. Das ist aber, wie gesagt, kein Thema und es verschwindet nachher alles wieder. So, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir unseren Heißkleber und ich würde sagen, jetzt kleben wir das Ganze einfach mal fest, nicht? So, jetzt nehme ich euch mal hier auf die Hand. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was geschafft, wenn man hier so hinterguckt. Ganz hinten ist es noch nicht fertig. Da sieht man noch was. Ich habe jetzt aber, also hinten wie auch hier, seht ihr zum Beispiel die Böschungen hier abgesägt. Also weil da waren nämlich dann hier auch jede Menge so von den fertigen Böschungen, zum Beispiel für die Weichen, ist sehr viel dran. Und das habe ich jetzt abgeschnitten, weil mir das jetzt so besser gefällt, wenn ich dann einfach, ich habe so vorhanden noch übrig gehabt, die ich dann weg, oder sozusagen, wo man abgesägt hat, wo man schon anderweitig verwenden konnte. Und deswegen, da würde ich dann einfach zum Beispiel solche Böschungen dran machen. Das sieht viel ordentlicher aus. Das mache ich auch hier. Hier habe ich auch ein bisschen abgeschnitten, weil es hat einfach das nicht getaugt. Und genauso kann ich euch zeigen, hinten. Hier zum Beispiel habe ich jetzt auch überall noch frei gemacht. Und auch hier das Signal, ich glaube, ich bin faul sogar und werde da einfach drumherum dann sozusagen das einbauen und dann da die Folie drum machen und alles so weiter. Dann brauche ich das nicht abmontieren extra. Und genau, das mache ich jetzt und ich würde sagen, dann geht es weiter auch mit dem losen Schotter. So, und jetzt seht ihr ja, jetzt haben wir hier überall natürlich solche Schlitze, wo natürlich der Übergang nicht so sauber ist. Könnte man, wie gesagt, vermeiden, wenn man erst die Zwischenräume setzt und ein bisschen gröber ausschneidet und dann letzten Endes die Böschungen oder die fertigen Schienen dann draufklebt. Wie gesagt, man lernt nie aus, beziehungsweise es lässt sich auch nicht immer vermeiden. Möchte man das von Anfang an, man weiß ja auch nicht, wie möchte man das mit dem Kies darstellen. Vielleicht ändere ich auch nochmal die Arbeitsweise, aber das spielt keine Rolle, das ist überhaupt kein Thema. Deswegen habe ich ja euch eingangs erwähnt, es gibt ja extra so den losen Korkschotter von Merkur. Ich habe mir da ein Patent überlegt und ich habe dann so eine alte Vitamin-C-Pulverdose hergenommen, die ich noch übrig hatte. Und da ist der Vorteil, man hat hier so einen kleinen Messlöffel und habe mir das dann da reingefüllt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ich habe extra so einen Spezialkleber zum nachträglichen sozusagen Anbringen oder Kleben des Styroplastmaterials dementsprechend. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ich mache jetzt einfach mal testweise, klebe ich das hier in den Übergang, kann auch ein bisschen daneben gehen, das ist jetzt auch nicht das Problem. Das machen wir jetzt hier überall. Deswegen dann einmal so und dann habe ich den Vorteil, dann kann ich das mit dem Messlöffel hier immer da so hinfahren.
So, sieht doch wirklich jetzt schon mal alles viel, viel besser aus. Ich habe überall alles umsäumt. Ich habe sogar hier im alten Teil, was ja eigentlich schon fertig, hier dieses kleine Stückchen, was dann war, habe ich sogar auch noch hier abgesägt und das quasi ein bisschen böschungsmäßiger dann gemacht. Hier auch alles so weiter. Und dann sieht es doch hier wirklich ganz gut aus. Ich habe sogar jetzt die Mühe gemacht, das war jetzt sehr, sehr aufwendig, hier schon die ganzen sozusagen Bahnsteigkanten dann hier zu umsäumen auf allen Seiten und die dann nachher sauber gemacht, weil wenn man nachher mit dem Pinsel hier rüber fährt, dann wird mit dem Kleber, ja, ich mache es nochmal schärfer, also hier sind mal ganz, ganz wenig hier dran, das muss ich vielleicht nachher nochmal säubern, aber ihr seht hier, da ist wirklich sonst nichts mehr dran. Und auch hier an dem alten Teil, wo jetzt ja wirklich wahrscheinlich 2 Jahre, vielleicht sogar auch mehr, dann da Kies auch an der Seite dran gehangen ist, das habe ich alles runter gemacht. Also genauso auch auf der anderen Seite sieht jetzt alles sehr, sehr cleaner aus. Und dann hier komplett alles immer weiter durch. Hier auch abgeschnitten, das ein bisschen hier runter gemacht um die Weiche. Und dann hier auch an der Seite das eingesäumt, sowie auch jetzt hier alles festgemacht. Ich habe alles fertig, wirklich alles auch schon abgesaugt. Von dem her sieht es wirklich mir gefällt es sehr, sehr gut. Also kann man wirklich nichts sagen. Und jetzt geht es darum, ich habe ja noch gesagt, ich würde das genau so machen wie hier diese Teile oder die Seitenleisten. Ich habe da auch helleren Kies genommen, wie ihr seht, um das so ein bisschen zu umsäumen. Also dann nehme ich dann so Gleisschotter, der ist sogar auch dunkel, weil ich da zum Teil auch eben diesen Gleisschotter dann abgesaugt habe, also den dunklen, den ich hier nehme von Merkur. Und ich würde sagen, den kleben wir fest. Das heißt, das klebe ich dann mit dem, ich nehme mal so den Graskleber, der taugt mir eigentlich ganz gut. Und dann pinseln wir das mal alles ein, machen den drauf, saugen das ab und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht, würde ich sagen. So, und jetzt sieht doch das Ganze schon mal um einiges abwechslungsreicher aus oder spannender aus. Und jetzt werde ich im nächsten Schritt einfach mit nochmal losem Schotter, den wir vorher hergenommen haben, nochmal so ein bisschen drüber gehen hier an den Seiten, weil normalerweise ist es ja eher so, dass die Böschungen quasi den Kies quasi dann oder den Schotter dann reinfallen lassen und nicht quasi dann der in der Mitte sozusagen der Kies dann aufgefüllt wird. Von dem her würde ich da noch ein bisschen außen hin machen und dann begrünen wir das Ganze noch leicht und dann glaube ich, sieht das auch ganz gut aus. So, und jetzt sieht das Ganze doch schon mal gleich ein bisschen besser aus. Es ist noch nicht abgesaugt, von dem her man sieht, es ist sozusagen jetzt wieder ein bisschen zu viel Kies. Aber so gehen wir Schritt für Schritt oder Schicht für Schicht das Ganze an. Da hinten zum Beispiel sieht man jetzt gar keinen Zwischenkies mehr. Genau, das saugen wir jetzt ab. Und ich würde sagen, dann gucken wir, ob wir noch irgendwas nachbessern müssen und dann begrasen wir das Ganze mal so ein bisschen, nur ganz leicht, so wie drüben auch, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und ich glaube, dann ist es eine runde Sache. So, und als Gras nehme ich da wieder so Sommerwiese, Streugras mit so einer Streugrasdose und dann eben den Graskleber. Wie gesagt, soll überhaupt keine Werbung sein, überhaupt nicht. Aber die Sachen, die haben sich jetzt bei mir bewährt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir da einfach mal so ein paar Grasflächen hin. Hier vielleicht am Bahnsteig kann ein bisschen mehr sein.
So, und jetzt, so sieht das ganze fertige Ergebnis aus. Ihr seht hier noch die helleren Stellen hier vom Kleber. Die müssen natürlich jetzt noch, der muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Aber sonst, hier zwischen den Bahnsteigen, da habe ich jetzt quasi ein bisschen dann extra weniger Gras gemacht. Vorher war ja ein bisschen mehr. Hier kommt dann wieder so ein bisschen mehr, am Signal wieder weniger und hinten noch ein bisschen was. Ich glaube, das sieht so ganz putzig aus. Man sieht auch wirklich sozusagen, wenn man den Vergleich so ein bisschen macht, sieht schon sehr ähnlich zu dem bestehenden aus. Hier, ich bin am Überlegen, da das Gleis so komplett vielleicht einzugrasen. Da warte ich aber, bis ich diesen Teil angelegt habe, im Neubauteil. Dann könnte man vielleicht so ein bisschen Art, ja, stillgelegtes Gleis oder wenig genutztes Gleis dann irgendwie machen. Vielleicht roste ich das auch noch ein. Das sind noch Feinheiten, die kann man immer mal wieder machen. Das soll jetzt keine Rolle spielen. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was, sagen wir mal, gebracht, wie ich das zwar zwischen den Gleisen so ein bisschen mache. Ja, es ist noch nicht fertig. Es wird quasi noch eine Fortsetzung zu dem Thema geben. Ich wollte es nicht ganz so lang nur machen und ich habe noch ein paar Ideen bezüglich der Gleisausgestaltung, weil ihr seht ja, hier habe ich ja auch Buschwerk und alles sowas genommen, ein paar Blümchen, auch hier so Holzelemente, beziehungsweise auch hier seht ihr so Flaschen. Das werden wir auch hier zwischen die Gleise und sowas dann alles hinlegen. Ich werde auch noch vielleicht gucken, ob ich Gleise oder alte K-Gleise finde, die ich dann durchsäbeln kann und dann einfach patiniert beziehungsweise sozusagen gerostet in die Mitte lege oder sowas dann und ein paar Holzscheitel. Ich muss mal gucken. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, da einfach ein bisschen die Ausschmückung hier in der Hinsicht sein zwischen den Gleisen. Und das ist natürlich das Buschwerk. Und jetzt schauen wir nochmal bei der Lilly vorbei, würde ich sagen. So, jetzt bin ich hinter der Brauerei, ihr seht's. Und jetzt lupfen wir mal ganz vorsichtig das Gebäude an, dass wir da jetzt nichts abreißen. Und ihr seht, das sind jetzt auch hinten, die Figur ist selbst angemalt. Das habe ich euch ja im Community Hub, habe ich euch mal gezeigt, dass sie da sehr fleißig jetzt am Figurenmalen ist. Und auch hier den Sackträger, den hat sie auch neu gemacht. Und jetzt auch sonst einige Fässer wieder hingeklebt. Zum Teil, glaube ich, auch ein paar ergänzt, so wie ich das weiß, dass man es dann auch innen drinne dann sieht. Die Anlage ist jetzt nur leider aus. Von dem her war ich jetzt natürlich fleißig da am Grasen und sowas. Dann bin ich noch mit Kleber, da schalte ich immer ungern die Anlage ein. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Und von dem her ist es auch wieder fix. Beleuchtet haben wir es ja gemeinsam. Und jetzt können wir hier nämlich an den Kabeln ziehen, damit die nicht hier ins Bild rein gehen. Dann sieht es so alles wieder hübsch aus. Ja, und ich muss sagen, mit den Bildern verabschiede ich mich. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es wird auf jeden Fall noch einen weiteren Teil geben, wie gesagt, wo wir die Gleise dann, die Zwischenräume schön ausgestalten mit Müll, mit was so rumliegt zwischen den Gleisen und vor allen Dingen auch Büschen und Gräsern und sowas, also längeren Gräsern oder sowas, dann Blümchen. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch eine super schöne Moba-Zeit, beziehungsweise auch erstmal natürlich nochmal einen schöne Sommertage. Die sind ja sicherlich irgendwann mal auch gezählt. Und ich freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss!